Heute darf ich euch unser neues Projekt vorstellen, unseren Offroad-Anhänger, den wir ja im letzten Video schon angekündigt hatten. Und warum es jetzt ein Offroad-Anhänger geworden ist und wieso nicht ein normaler Anhänger, das erkläre ich euch jetzt. So, dieser Anhänger soll uns die nächste Zeit auf diesem Kanal begleiten. Wir wollen den jetzt Stück für Stück aufbauen. Jedes Video soll ein eigenes kleines Thema werden. Wie es gebaut wird und wie wir es dann alles letztendlich machen, zeigen wir in den nächsten Videos. Und am Ende soll dann unser Dachzelt, das wir immer auf unserem Pajero hatten, oben drauf montiert werden. Und somit wird das dann unser Camping-Offroad-Anhänger. Der Grund, warum wir uns jetzt für diesen Anhänger hier entschieden haben, der ist relativ simpel. Wir haben aber auch überlegt, ob wir uns einen normalen Anhänger kaufen, der auch um die Hälfte ungefähr günstiger gewesen wäre. Aber es wäre auch relativ teuer gekommen, wenn wir alles hätten einzeln kaufen müssen und dann montieren. Die Arbeit wäre auch relativ hoch gewesen und eventuell hätte es dann auch nicht gepasst. So, und zum einen wäre das jetzt zum Beispiel diese Reifen. Die haben, wie gesagt, diese 5 Radbolzen. Das ist eine spezielle Achse. Ein normaler Anhänger hat meistens nur 4. Und außerdem die Größe der Reifen sind 15 Zoll. Normalerweise hat man zwischen 10 und 14 oder 13 Zoll. Und das ist jetzt eine Besonderheit, warum wir auf einem normalen Anhänger die schon gar nicht montiert bekommen hätten. Diese Bleche, diese Radläufe sind auch extra an die Reifengröße angepasst. Darauf kann man tatsächlich auch drauf rumlaufen. Also wenn du mal hier dann diesen Aufbau drauf hast, den wir auch geplant haben, dann ist dieses relativ praktisch. Oder unser Kind kann hier auch ohne Probleme mal drauflaufen. So, zum anderen haben wir hier diese Positionsleuchten. Das ist ein ganz nettes, ja, Add-on, sage ich mal. Normalerweise sind die am normalen Anhänger nur bei Zusatz dazu zu bestellen. Und die haben sie jetzt schon dran, diese Positionierungsleuchten. Unter anderem haben wir jetzt auch diese Knott-Auflaufeinrichtung mit gebremster Achse, unter anderem Handbremse und dem Stützrad. Das haben die normalen Anhänger auch nur in der hohen Preisklasse. Und das war auch noch dabei, deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich auch für diesen entschieden. Außerdem, was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, wir haben uns jetzt hier für diese 1000 Kilo Variante entschieden. Die gibt es auch noch mal mit 1300 Kilo und 750 Kilo. Wir haben jetzt hier dieses Mittelmaß gewählt, weil wir auch gesagt haben, wenn wir hier noch den Aufbau drauf machen, ist 1000 Kilo sicherer als 750, weil 1300 Kilo kämen auch nicht in Frage. Genau. Unten drunter haben wir dann auch noch Einzelradfederung. Das ist auch ganz wichtig für einen Offroad-Anhänger. Das hat der normale Anhänger normalerweise auch nicht. Also wir haben jedes Rad Einzelrad gefedert und ist auch relativ praktisch, sagen wir mal, wenn man im Gelände schräg steht oder bei höherer Zuladung. Diese Reling, darauf kannst du normalerweise einen Fahrradträger oder eben verzurren, dein Motorrad verzurren etc. Diese bauen wir jetzt im nächsten Video tatsächlich schon ab und verdoppeln die Bordwandhöhe, indem wir hier eine komplette neue Bordwand noch mit draufsetzen, damit wir dann für später unseren Campingausbau ordentlich darin verstaut bekommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das Ding keinen Deckel hat, das ist ganz klar, man kann den tatsächlich auch für fast 3000 € mehr mit Deckel bestellen. Das haben wir aber jetzt auch nicht eingesehen und weil wir es auch eine coole Idee fanden, wollen wir im nächsten Video oder in den übernächsten Video einen Deckel hier mit draufzimmern. Den fabriziert dann uns eine Firma zusammen und wir schrauben das Ganze dann an und es wird natürlich gefilmt und ihr könnt euch da so ein paar Tricks abschauen. So, was auch ganz vielen Leuten wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, ist, dass wir hier wirkliche Markenqualität verbaut haben und das ist auch Sicherheit. Wir haben jetzt hier einmal die Knott-Handbremse, wir haben eine komplette Knott-Auflaufeinrichtung und wir haben ein Knott-Stützrad, ebenso wie eine Achse. Und das ist auf jeden Fall vielen Leuten wichtig, dass sie auch hier auf Qualität setzen können. Und gerade bei den Sicherheitsaspekten wie dieser Auflaufeinrichtung, der Handbremse etc. Sollten wir schon auf eine gute Marke achten. Letztendlich soll hier ein großer Wassertank mit rein, eine Außensteckdose, vor allem für Campingplätze gut. Die komplette Bordelektrik werde ich natürlich ein extra Video machen, das interessiert viele. Und am Ende soll das ein richtig krasser Offroad-Camper werden, Offroad-Anhänger. Mit Dachzelt und allem drum und dran, Ausstattung, Strom, Wasser, alles was dazu gehört. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei diesem Projekt begleitet und lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Einen Daumen nach oben würde mich freuen. Falls ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei dem nächsten Ausbaustück und dann bis demnächst. Tschüss.